Die ägyptische Sammlung am HCCH, also Heidelberg Center for Cultural Heritage, hier an der Universität Heidelberg, umfasst Objekte vom Paläolithikum bis hin ins 9. Jahrhundert nach Christi Geburt. Also wir bieten wirklich einen großen repräsentativen Querschnitt durch alles, was die pharaonische und die christliche Kultur Ägyptens zu bieten hat. Mein Name ist Dina Faltings. Ich bin die Kustodin der ägyptischen Sammlung. Ich bin mit Herz und Seele eigentlich Archäologin und ich wollte immer mit Objekten arbeiten. Was mir aber auch besonders viel Spaß macht, ist, Führungen zu geben oder mit Studenten zu arbeiten. Die Sammlung setzt sich im Grunde aus 3 großen Quellen zusammen. Das eine war der Sammlungsgründer Hermann Ranke, ging nach Kairo, um auf dem Kunstmarkt Objekte einzukaufen für die Sammlung. Dann hat er natürlich selber dort ausgegraben und durch die Fundteilung kam ein Viertel der Funde hierher nach Heidelberg. Die dritte Quelle, die entstand dadurch, dass die Nazis das bestimmt haben, dass die Reichsengelhorn-Museen uns ihre Ägyptiaka zu geben haben. Und deswegen wurde das 1936 verfügt. Hermann Ranke wusste um die Wirkung von Objekten auf die Menschen. Wir haben also einen unglaublich großen Anteil an Sachen aus dem frühmittelalterlichen Alltag der alten Ägypter. Ein großer Komplex an spätzeitlichen und koptischen Objekten. Da haben wir Sachen, die sind wirklich sehr, sehr, sehr speziell, sehr selten und findet man praktisch in keinem Museum. Ansonsten würde ich sagen, stellen wir eigentlich einen sehr, sehr guten repräsentativen Querschnitt durch die gesamte pharaonische Kultur dar. Bis ins 9. Jahrhundert nach Christus. Die meisten Objekte kommen natürlich aus Gräbern. Unter anderem haben wir in der Sammlung sogar 10 Mumien. Die Statue eines Schreibers kommt ungefähr von 1800 bis 1900 vor Christi Geburt aus der 13. Dynastie, ist aus schwarzem Granit, aber der Kopf fehlt. Er ist im Schneidersitz, was bei denen der Schreibersitz war, abgebildet, hat eine Papyrusrolle in der linken Hand und da steht der Text drauf. Da ist ein König genannt, von dem es sonst nur 1 oder 2 Monumente gibt. Der König befiehlt, dass die Statue, auf der das jetzt aufgeschrieben ist, dass die neben seiner eigenen im Amun-Tempel von Karnak aufgestellt wird. Das heißt, wir haben für diese Statue tatsächlich auf ihr aufgeschrieben, ihren Herkunftsort. Das zweite Objekt, das ist ein großes Relief. Das ist im Grunde das Eingangstor eines Pylon, eines Tempels. Das Relief stellt den König Sheshonq I. aus der 22. Dynastie dar. Also das ist spätes 10. Jahrhundert vor Christi Geburt. Und es stellt eben den Pharao dar, wie er ein Bündel Feinde so am Schopf packt und dann mit einer Keule erschlägt. Das ist so ein Topos, also so ein übliches Bild, was auf das Tempeltor gehört. Das zeigt die Rolle des Pharao im Verhältnis zu dem Gott, der in diesem Tempel wohnt, denn er muss diesen Tempel vor Chaos und vor Feinden und vor allem Übel beschützen. Und das hat eben so übelabwehrende Wirkung, dieses Bilds. Die Rankeschen Mumien, das sind alles aus einem koptischen Friedhof stammende Kinder und Erwachsene. Unser kleiner Römerjunge, er hat keinen Namen, er ist nicht beschriftet. Er sieht von der Größe her aus, als ob er so, sagen wir mal, vielleicht 4, 5 Jahre alt wäre. Beim CT haben wir jetzt festgestellt, dass ein Unterschenkelknochen falsch rum hingelegt wurde. Und auch ansonsten fehlt ihm das halbe Becken, ganz viel von der Wirbelsäule. Die Handknochen sind als kleiner Haufen in seinem Bauchraum zusammen reingeschmissen worden. Ihm fehlen auch die Füße. Also ihm ist irgendwas Schlimmes passiert und er ist erst als skelettiertes Kind irgendwo angetrieben worden wahrscheinlich. Und damals, in dieser Zeit, wo die Römer in Ägypten herrschten, da gibt es ein Gesetz im alten Ägypten, dass die Gemeinden, die am Nil liegen, wenn die eine Wasserleiche finden oder ein Krokodilopfer und man nicht rauskriegt, zu wem das gehört, dann muss man das mit allen zu Gebote stehenden Ehren bestatten. Sie haben ihm ein Mumienporträt gegeben, was eigentlich ein Kind von mindestens 10 Jahren ungefähr darstellt, also einen schon halb erwachsen wirkenden Jugendlichen. Und das Kind ist ja sehr klein. Und wir haben festgestellt, am Zahnstatus, es ist tatsächlich zwischen 3 und 6 Jahre alt. Die konnten gar nicht mehr sehen, wie der aussah, wenn der so als Wasserleiche da ankam. Und dann haben die einfach irgendein fiktives Kind gemalt. Und wir finden das jetzt erst nach 2000 Jahren sozusagen heraus, was mit diesem Kind passiert ist.
Wir haben ja gerade dieses Mumienforschungsprojekt, was aber auch wiederum als Ziel hat, für die Öffentlichkeit die Mumien interessanter zu machen und vielleicht auch wieder so ein bisschen mehr zu einer Person zu machen. Für die Wissenschaft wird das auch zur Verfügung gestellt, zum Beispiel CT-Daten und 3D-Daten. Das Digitalisieren und das zur Verfügung stellen im Netz birgt natürlich sehr, sehr große Chancen für Leute, die ein Forschungsprojekt haben, wo sie genau solche Daten brauchen.